Hallo aus der Mitte Schleswig-Holsteins. Ich bin Annalena Doberschütz und für das heutige Demo-Doppel habe ich mich für eine Schüttelkarte entschieden. Das Demo-Doppel, das sind Angela von der Stempelfamilie und ich, und wir zeigen dir jeden Monat Ideen zu einem bestimmten Produkt von Stampin' Up. Diesen Monat ist es die Produktreihenkollektion Shoppen und Genießen. Da ist dabei ein Stempelset, passende Stanzformen, Designerpapier und Pailletten. Und ich finde, das schreit geradezu nach einer Schüttelkarte. Die machen auch einfach Spaß und sie wird wirklich schnell gemacht. Ich würde sagen, fangen wir doch mal direkt an. Du brauchst dafür einmal Farbkarton in den Maßen 21 x 14,5 cm und die lange Seite gefalzt bei 10,5. Einfach eine ganz schlichte Grundkarte, einmal ordentlich nachfalzen. Ein Stück Farbkarton in 14 x 10 und ein Stück Farbkarton, also grundweiß nochmal, in 13 x 9 cm. Dann so ein kleines Stück Restfarbkarton, wo man was draufstempeln kann. Ein paar kleine Reste, wenn man noch was ausstanzen oder stempeln möchte. Und ein Stück Designerpapier. Das ist, auf der Seite sieht man es eher, habe ich die Rückseite von genommen. Die sieht, finde ich, so ein bisschen so nach Fußboden aus. So, außerdem brauchst du noch die doppelseitigen Klebestreifen und Pailletten. Räume ich hier alles mal so ein bisschen beiseite. Und, nicht zu vergessen, Fensterfolie, ein kleines Stück. So, nimmst das kleine Stück Grundweiß und stempelst mit Memento, ich hatte Memento hier vorhin noch, einmal das untere Element von dem Laden. Ich richte dafür hier mein Papier auf den Linien aus, setze ungefähr 2 cm höher. So, einmal. Und jetzt einmal schnell putzen. Ich den Stempelblock wieder brauche. Das ist hier übrigens Stempelblock D, also man braucht gar keine so großen, wie man vielleicht denkt. Das sind relativ kleine Motive. Dann dieses Oberteil einmal. Erster Stock sozusagen. Und da gucke ich, dass diese Linien, die hier so seitlich etwas länger sind, wirklich hier genau auf Kante kommen. Ganz langsam, ganz vorsichtig aufsetzen, dass sie so da einmal sind. Und was ich gerne noch hätte, das sind diese 3 Böppel hier oben drauf, weil ich finde, so sieht das so ein bisschen langweilig wie so ein Flachdach aus. Und das sind eigentlich kleine Lampen, die hier oben reinpassen. Wenn das bei mir aber rauskommt, ist das egal, brauchen wir die an der Stelle nicht. Und ich finde, die passen hier oben ganz toll drauf. Und auch dafür muss man hier wirklich einmal ganz sauber von oben gucken. So. Und dann hat das Haus nach oben hin so einen hübschen Abschluss, finde ich noch. So. Das ist halt auch total schön zum Kolorieren. Das machen wir gleich einmal, beziehungsweise können wir jetzt schon einmal kurz machen. Ich habe dafür nämlich genommen Terrakotta. Einmal in hell. Habe ich das hier einfach so ein bisschen gemacht. Und mit dem dunklen Terrakotta habe ich hier die Rahmenlinien gemacht. So, und da es zum Kolorieren einfach zu lange dauert, habe ich das hier schon einmal vorbereitet. Das sieht dann so aus. Und für die Tür habe ich noch einen von den Hauttönen genommen. Die haben leider nicht dieselben Bezeichnungen wie im Katalog. Das hier ist SU400. Das ist einer der mittleren Töne, damit die Tür sich noch so ein bisschen abhebt. Genau, das legen wir jetzt noch mal wieder beiseite. Dann müssen wir hier, damit wir diese, das soll nicht passieren, Kamera wieder ausgerichtet,
damit wir auch wirklich Fenster haben, nehme ich einmal meine Stanzmaschine. Und da gibt es passgenau kleine Stanzen zu. So. Da einmal für das große Fenster. Die 3 kleinen haben eine gemeinsame. Das finde ich sehr praktisch. Muss man da nicht jedes einzeln ausrichten. Und für das Fenster in der Tür auch. Magnetplatte will nicht so wie ich. Deshalb in dem Fall schiebe ich einfach mein Papier ein bisschen hin und her. Beziehungsweise das mache ich gleich im zweiten Durchgang. Eigentlich passt das. Beim ersten hat es natürlich funktioniert. Vorführeffekt jetzt nicht mehr. So. Einmal durch. Und dann sieht man schon, die ersten Löcher sind schon da. Und die Tür ist heute. So. Ist sehr schade eigentlich, weil da ist so ein kleines Türschild dabei, finde ich. Das ist voll niedlich. So. Die Stanzmaschine brauchen wir nicht mehr. Die räume ich wieder beiseite. Hier erstmal meine Kamera wieder richtig ausrichten. So. Habe ich das. Und ich möchte, dass das hier mittig drauf kommt. Also ich habe rundrum 5 mm Rand. Und möchte aber hier innen drin noch was haben. Hier habe ich die Bücher reingestempelt. Es gibt 2 Möglichkeiten. Entweder man markiert sich das hier so ganz leicht, wo die Elemente sitzen, mit einem Bleistift. Das muss man hinterher wegradieren. Oder man stempelt einfach direkt. Das ging halt bei den Büchern nicht, weil das eine durchgehende Reihe ist. Die Lampen könnte man zum Beispiel. Also wir nehmen die hier einmal. Die könnte man einfach so hier oben drauf setzen. Die haben den passenden Abstand. Das geht ganz wunderbar. Und ich möchte jetzt hier unten einmal die Sitzbank haben. Ne, nicht die Sitzbank. Die Stühle mit den Tisch. So. Und man sieht, die Idee mit dem Bleistift ist doch vielleicht ein bisschen besser, weil jetzt der Stuhl so ein bisschen hier nach draußen ragt. So, dafür habe ich aber hier oben, das sieht man nur ganz schwach, meine Linien von meinen Fenstern. Aber die können drin bleiben. Wichtig ist, dass ich das hier hinterher habe, weil ich das auch hinterher so rum aufklebe und die Pailletten drin habe. Gut, jetzt möchte ich dieses Stück hier unten haben, und zwar, dass das hier ganz toll um die Kanten drumherum kommt. Und da habe ich mich echt schwer getan, habe jetzt aber eine Möglichkeit gefunden, weil es ist hier halt nicht ganz gerade und will das ja doch sauber haben. Also habe ich mir ein Stück Designerpapier genommen, dieselbe Breite wie das hier geschnitten, also 9 und ungefähr 4. Nicht wundern, ich habe da vorhin schon was ausprobiert. Dafür nehme ich dann jetzt, und das hier möchte ich halt dann hier drauf haben, geht aber so nicht. Das heißt, ich habe mir überlegt, ich nehme das neue Werkzeug, was wir haben. Der Aufhebhelfer hat jetzt nämlich im neuen Jahreskatalog 3 neue Teile. Ein Perforiergerät, so einen kleinen Haken oder einen Piekser und nochmal so eine ganz spitze Nadel und ein Cuttermesser. Das ist echt super. Das heißt, wir cuttern jetzt hier einmal lang. Also ich finde das ganz toll, dass es da neue Sachen zugibt. Ich habe die anderen beiden Teile auch noch nie ausprobiert. Ich habe das Ding heute frisch bekommen. Ich habe mir überlegt, dafür ist das hier hervorragend geeignet. So, dann kann ich hier, wenn ich wirklich die kleinen Elemente nachschneiden, wie ich sie gerne hätte.
wirklich bis zum Ende. Und hier gehe ich noch mal so 1 Zentimeter ungefähr hoch. Und auf dieser Seite auch. So. Dann gucken wir mal, wie weit wir das gut gemacht haben. Die Seite löst sich schon mal auf. Die natürlich wieder nicht. Ich arbeite hier noch mal ein bisschen nach. Notfalls kann man auch mit der Minischere da lang, aber so mit dem Cuttermesser geht das eigentlich ganz gut. So. Und dann kann ich mir mein Stück Designerpapier nehmen und einfach hier drunter schieben. So. Jetzt haben wir zwei Schwierigkeiten. Zum einen, ich wusste ja nicht, wie lang es hier unten ist. Deshalb ist es länger. Das ist aber kein Problem. Das kriegen wir ganz leicht gelöst. Und zwar, indem wir einfach das Schneidebrett nehmen. Also wir legen es hier unten wirklich so rein, wie wir es drin haben möchten. Richten es aus von der Höhe. Drehen das Ganze einmal um. Legen es hier oben an, dass das Weiße genau hier auf der Linie ist zum Schneiden. Das kann man hier dann auch noch mal ganz toll sehen. Schneiden es ab. Und schon hat es die perfekte Länge. Jetzt ist die Sache, hier guckt es raus. Hier hatte ich es mir schon geschnitten, aber jetzt machen wir das nochmal auf der Rückseite. Dafür nehme ich das hier einfach, drehe es um und schneide neben dem Fenster einfach ein bisschen ein. Und da wir es noch nicht festgeklebt haben, nehme ich es wieder raus. Habe jetzt hier meine beiden Schnittkanten und kann hier einfach ein Stück rausschneiden. Und dann hebe ich das hier wieder hoch. Passt das nämlich perfekt darunter. Das gefällt mir richtig gut, weil ich hatte echt überlegt, wie mache ich das, und das mit dem Ausschneiden hier unten, das war echt blöd, das exakt zu machen. Aber so funktioniert das richtig, richtig toll mit dem Cuttermesser. Also ich muss sagen, gut gemacht, Stampin' Up. Schöne neue Sachen dabei. Ich freue mich schon drauf, die anderen auszuprobieren, muss ich sagen. Gut. So. Und wie gesagt, hier habe ich es schon einmal durchkoloriert. Und da habe ich auch schon mein Stück in der Länge abgeschnitten. Aber natürlich ragt es jetzt auch aus, also machen wir das nochmal. Unten schön anlegen, dass es hier eine Linie bildet. Rausnehmen und einmal das Mittelstück hier rausschneiden. Na. So, dann testen wir das nochmal und passt perfekt darunter. So, das kann ich jetzt schon mal festkleben. Jetzt einfach hier so ein bisschen doppelseitiges Klebeband. Weil es jetzt einfach nicht so viel halten muss, da reicht das doppelseitige, das einfach klebende. Jetzt natürlich gucken, wenn man es drunter schiebt, hier so ein bisschen hochhalten. Ja, genau. Flüssigkleber wäre vielleicht auch was, aber ich glaube, damit saugt man einfach zu sehr rum. So, und damit unser Haus hier nicht absteht zu sehr, klebe ich, nee, das klebe ich gleich von innen fest. Das ist kein Problem, außerdem kommt da gleich noch von außen was drauf. So, dann drehe ich das hier einmal um und befestige mein Stück Fensterfolie. Ich lege hier mal was drunter, damit man das so ein bisschen besser sieht, wo ich da arbeite. Ich habe jetzt hier nur so ein kleines Reststück, das reicht aber in dem Fall. Da guckt man einfach, wie groß das ist, wie groß man es braucht und klebt es fest. So, ich nehme dafür jetzt den Flink und Fest Plus, den extra starken Kleber, weil ich möchte, dass das gut hält. Gehe damit hier einmal wirklich nur die Ränder entlang.
Ja. Sollte es etwas größer machen, sage ich mal. Weil bei mir sieht man jetzt den Kleber von außen. Also, für euch zu wissen, lieber etwas großzügiger sein. Nicht so geizig wie ich. Klebt hier von außen, aber das ist eh nur mein Prototyp zum Vorführen. Damit kann ich leben. Also schön groß machen, damit das gut da drüber ist. Das kommt dann hier hinterher drauf. So, jetzt möchte ich aber, dass es ja eine Schüttelkarte wird. Das heißt, meine Karte muss so ein bisschen abstehen und dafür nehme ich die Klebestreifen. Was ich hier gemacht habe, also ich habe hier ein paar alte Paletten genommen, weil ich die neuesten nicht habe. Habe ich unterschiedliche genommen. Ich habe hier unten bunte genommen und oben weiß-grüne. Ja, 2 Etagen, da kann man auch ruhig mal unterschiedliche Farben nehmen. Und das will ich jetzt hier auch machen. Und dafür schneide ich hier meine Klebestreifen auf die passende Größe. Davon brauche ich 2. Ne, davon brauche ich sogar 3. Und zwar einer kommt hier oben hin. Na. Einer kommt hier unten hin und der ist mir ein bisschen zu lang. Deshalb lege ich den hier an die Seite. Also wichtig ist, dass das hier schön geschlossen ist. Ist das hier nämlich gleichzeitig meine Seite. Ja, wo ist mein nächstes Element? Hier möchte ich es ein bisschen enger dran haben. Wollen ja auch die Paletten sehen, sollen ja nicht irgendwo im Hintergrund rumflubbern. Deshalb kommt hier unten noch ein Element hin. Jetzt natürlich hier so ein bisschen zu klein ist. Da muss man wirklich gucken, dass man das ziemlich gut schneidet. Ich setze jetzt einfach hier noch ein Element ein. Und hier für die Mitte hätte ich auch noch gerne ein Stück. Und da passt das hier unten sehr gut. Ränder kann man nämlich auch immer hervorragend mit benutzen. Dadurch, dass ich sie trennen möchte, oben und unten, muss ich natürlich hier in der Mitte auch ein Stück setzen. So. Und damit die Karte nicht zu sehr schlabbert, kommt hier oben noch mal ein Stück hin. Und hier unten. So. Dann nehme ich meine Grundkarte. Klebe da hier meine Stühle mit dem Tisch drauf. Dafür nehme ich jetzt hier auch Flink und Fest. Der geht mir echt super. Ich habe ja nur, also das ist der Flink und Fest Plus. Mit dem Flink und Fest normal bin ich nicht ganz so glücklich, aber ich glaube, ich habe da so ein Montagsprodukt, was nicht ordentlich abrollt. Wenn ich da mal eine neue Rolle habe, wird das bestimmt auch besser. Das hier hält einfach bombenfest. So, ich weiß jetzt, wo meine Paletten ungefähr hinkommen. Ich hatte mir das ja ausgerechnet. Und an einigen Stellen erkenne ich es. Hier ist ja mein Tisch und hier oben sind meine Markierungen. Das heißt, unten hier die kleinen Blüten, die sind im Jahreskatalog. Die sind bei den niedlichen Wetterfesttieren. Da kommt unten eine Handvoll hin. Das soll ordentlich blumig sein. Und für oben habe ich ja hier meine Markierung von dem Fenster. Das reicht auch, wenn man die links und rechts setzt. Und da kommen halt andersfarbige Paletten rein. Ich hätte gerne noch ein paar mehr grüne. Gucken, ob ich hier noch ein paar grüne erwische. So. Und jetzt
ist der Moment, wo man gut aufpassen muss, damit die wirklich gleich innerhalb ihrer Kästen hier liegen. Also nochmal, einmal die Fensterfolie aufgeklebt, dann das doppelseitige Klebeband und wenn man verschiedene Farben haben möchte, einfach nochmal einen Balken in der Mitte gesetzt. Ist auch, finde ich, echt eine schöne Geschenkkarte, einfach mal nicht so ganz flach, sondern interaktiv kann man was mitmachen. Wenn Kinder dabei sind, die können die ganze Zeit schütteln. Mögen sowas. So, alle Klebestreifen abgezogen. Und dann gucke ich hier meine 5 mm Abstand zu allen Seiten und meine Blüten und meine kleinen oben liegen ganz gut. Drücke das ordentlich fest. Genau. Dann setze ich hier oben noch meinen Geburtstagsgruß drauf. Der kommt auch aus dem Stempelset hier, Geburtstagsgruß, und hat auch so einen passenden Rahmen bei den Stanzformen dabei. Sind also ganz tolle Sachen. Da ist eine kleine Bank. Die einzelnen Elemente haben alle Stanzen. Es gibt noch so Blumenranken, eine Laterne. Also echt schöne Sachen dabei, muss ich sagen. So. Und mein Geburtstagsgruß kommt hier oben hin. Den habe ich Ton in Ton gemacht. Und mir gefallen jetzt die Kanten hier unten nicht. Mir sind so ein bisschen hart, deshalb habe ich hier aus dem Designerpapier die Blumen ausgestanzt oder die Blumentöpfe. Die sind nämlich im Designerpapier exakt dieselben wie hier zum Stempeln. Das kann man auch hier sehen. Für diesmal habe ich sie nämlich gestempelt. Legen wir sie mal daneben. Also entweder aus dem Designerpapier direkt ausstanzen oder einmal stempeln und kolorieren und ausstanzen. Und schon hat man hier so ein paar kleine Blumentöpfe. Die möchte ich da einmal nebensetzen. Damit diese harten Kanten so ein bisschen überspielt werden. So, ein bisschen höher wie der andere. So. Das finde ich schon deutlich schöner. Und ich hätte total gerne diese Mini-Bank noch untergebracht. Die finde ich voll niedlich. Die ist sogar so geriffelt. Ich glaube, das sieht man gar nicht. Aber die geht hier einfach richtig unter, finde ich. Also ich könnte sie hier vorne hinsetzen. Da gefällt sie mir nicht ganz so gut. Oder, das ist gar nicht so dumm. Hier habe ich ja meine Klebefolie. Nicht meine Klebefolie. Von meinem Flink und Fest Plus, wo ich zu viel hatte. Dann steht die einfach hier, jetzt direkt vor meiner Bank. Damit lässt sie sich nicht festkleben. Da nehme ich jetzt aber ein bisschen schmaler, doppelseitiges Klebeband. Und dann ist schon ein bisschen von meinen Klebestreifen versteckt. Für die oben werde ich mir auch noch mal irgendwann was überlegen. Also auch wenn eine Karte irgendwo mal ein bisschen was nicht ganz so ist, wie man möchte, man kann das durch Elemente aufkleben immer noch verbessern. So. Und, also finde ich total klasse, also gefällt mir auch richtig gut hier oben, die anderen Sachen als unten und die Blüten voll schön. Geburtstagsgruß. Ja, das war's dann auch schon. Ich hoffe, dir hat das genauso viel Spaß gemacht wie mir beim Basteln und du bastelst mir die nach. Guck dir auf jeden Fall auch Angelas Video an, die hat auch eine tolle neue Idee dazu. Nächsten Monat haben wir da schon wieder was Neues. Insgesamt gibt es aber 4 Videos zu dieser Produktreihe. Guck sie dir alle an, lass uns einen Kommentar da, Daumen hoch. Wenn du noch nicht hast, abonniere den Kanal. Und wenn du auch was damit gebastelt hast, zeig uns das gerne mit dem Hashtag Demodoppel. Da freuen wir uns immer, wenn wir sehen, dass was nachgebastelt wird. Dann bis zum nächsten Mal, deine Annalena. Tschüss!